So, der nächste Morgen. Mein Boot ist wieder geflickt. Frühsport gemacht. Heute bin ich fit. So, wir haben 7:30 Uhr. Ich bin startklar. Boot geflickt. Es hält sogar. Sauber, sage ich. Muss ich mich selber loben. Okay, ich habe jetzt nochmal regenfest gemacht, meine sexy Röckchen angezogen. Es könnte durchaus sein, dass es womöglich eventuell ganz schön kleistert heute. Schauen wir mal, ob mein Pessimisten-App recht hat. Auf geht's und heute mal, zumindest in der Früh, mal richtig schöne Reisetemperaturen. Jetzt gibt es eine Fahrt, soweit das Auge reicht. Bis nach hier zur Kurve durch Wasserlinsen. Aber ich glaube, da wird es länger dauern. Es ist tatsächlich passiert, es fängt an zu regnen. Und das in diesem Jahr. Da ist das nächste Wehr, wie gesagt Schleuse. So rein von der Ferne würde ich mal sagen, da raus. Schauen wir mal, ob der Plan funktioniert. So, gelandet und Glück, es regnet nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei Regen aus dem Kajak auszusteigen. Und jetzt schauen wir mal, wie hier die Umtragung ist. So Leute, jetzt habe ich das Glück mit Löffeln gefressen. Hinter der Schleuse hat es erstmal fast Kilometer zum Laufen, da hat es nur 10 Meter hohe Spundwände und jetzt darf ich ausnahmsweise, obwohl ich keinen Motor habe, nicht mal den kleinsten, darf ich jetzt durch die Motorbootschleuse für die kleinen Schiffe. Also für die Schleuse empfiehlt es sich, einen Spielzeugmotor mitzunehmen für die Badewanne. Wenn man nur den kleinsten Elektromotor hat, dann kann der Schleusenwärter ganz ohne schlechten Gewissen eine runterschleusen. Da reicht ein klitzekleiner Elektromotor. Und ich schätze mal, wenn man so einen Badewannenmotor hat, Hauptsache es ist ein Motor, dann reicht das. Aber wie gesagt, ich habe so ein riesen Schwein. Dann hätte ich entweder eine super lange Umtragung machen müssen oder zurück und über die andere Schleuse es versuchen, übers Wehr. Da habe ich jetzt echt Schwein gehabt. Hurra! Die Schleuse geht auf. Boah, hab ich hier so ein Schwein gehabt. Ich habe hier gerade was entdeckt. Da käme man runter. Das würde funktionieren. Die Treppen runter, da geht das Gebüsch irgendwie durchschlagen und dann kommt da über Treppen runter. Das funktioniert. Die Frage ist nur, wie kommt man da hin? Aber das wäre eine Option. Der kennt seine eigene Schleuse nicht wirklich gut. Da wäre es auch gegangen, aber sehr umständlich. Erstmal zur Brücke rauf. Da geht kein Fahrweg. So einfach oder mal erkundigen, aber da wäre es ja ganz gut gegangen. Aber macht nichts. Hurra! Schleusenfahrt. Oh, so war es schon besser.
Und wie man dann so hinkommt da jetzt, ist noch eine andere Frage. Schauen wir mal nach der Fußgänger. Okay, man kommt drüber. Boah. Aber ansonsten schaut es hier wirklich sehr schlecht aus. Hoffen, dass jetzt ein paar Schiffe kommen. Hier ordentlich Wellen machen, das wird geil. Wenn die Wellen da hin und her schwappen, wow. So, da wird eine neue Brücke gebaut. So, mal kurz ins Land gegangen. Bin ich von der Regenscheidung getrennt, sonst wäre ich drin gebraten. So, jetzt bin ich bald beim AKW, dann kann jetzt die luxemburgische Grenze nicht mehr weit sein. Nee, nicht mehr weit. Naja, geht irgendwann erstmal ganz dahinter und muss dann wieder zu diesen Türmen da zurück wohl. Oh, wenn das jetzt mal nicht bergig ausschaut. So, jetzt nehme ich den AKW. In 300 Metern wird das Kühlwasser angesaugt. So, Wassereinlaufwerk für einen Atommeiler. Daher kann man nicht wie in Gundremmingen über den Wasserkanal direkt vors Tor fahren. Das geht hier leider nicht. Daneben habe ich Radfahrer getroffen. Die haben gleich gewusst, dass ich in Epinal gestartet bin. Sagenhaft.
Hier sogar eine schöne Bar mit Anlandesteg. Aber irgendwie mit der Schleuse rum. Man kann Kaffee gar nicht genießen. Leute, kann ruhig vorfahren bis zum zweiten Paddelverbotenschild. Dann ist der Umsetzweg nicht so weit. Da vorne ist die Schwanenblume, wenn ich mich nicht irre. So, das Boot darauf schleifen. Jetzt, wo ich weiß, dass die Seawave nicht unzerstörbar ist, sondern nur beinahe unzerstörbar ist. Mamma mia! Die Xerxes habe ich schon mal bergauf fahren sehen. Man muss hier rüber gehen, auf der anderen Seite geht es nicht. Und auf der Seite, da ist dann hinter den Bäumen etwa Treppen nach unten. Drüben wäre doch gescheiter gewesen. Von hier schauen, sieht man besser, oder besser durch die Pflanzen gewesen wäre. Ah, jetzt bin ich hier. Das ist von den 5 Einstiegen immer noch der beste. So, die Schleuse umgangen und auf geht's. Vielleicht erreichen wir doch noch nicht Liechtenstein. Sag schon. Die andere Steueroase. Irgendwie wieder eingefallen. Luxemburg heißt die Steueroase, wo ich hin will. Da kann ich endlich meinen Geldkoffer loswerden, die ganze Zeit mitschleppen. Okay, gehen wir mal kurz in den Ort reinspinksen. Ja, ich bin mal bis zur Hauptstadt vorgelaufen, aber überhaupt nichts zu sehen. Also viel ist da scheinbar nicht gewonnen in der Ortschaft, aber ich habe es nicht mit dem Handy abgecheckt. Vielleicht hätte man noch ein paar Kurven laufen müssen. Darauf habe ich echt keinen Bock gehabt. Vermutlich, wenn der Wein reif ist, erwacht die Ortschaft zum Leben.
Es ist passiert, ich bin vom Angler gedrillt worden, voll erwischt, aber ich bin jetzt meinen Schwimmer losgeworden. Denn bevor kein Angler gewollt hat, der hat einen Schwimmer gebrauchen können. Das wäre nehmen wir morgen in der Früh. Das höre ich jetzt nicht an. Da habe ich aber Schönes. Das mache ich morgen. Oh, hier bin ich jetzt gelandet. Gepaddelt habe ich erst bis 18:30 Uhr. Oh, der Flicken hält. Und dann vom Weidberg, also habe ich geschaut, wenn es allzu viel regnet, dann habe ich ein Problem. Dann schwimme ich weg. Und da grüßt das Wehr, weil ich jetzt am Abend nicht mehr machen wollte. Aber hinter dem Wehr dürfte es dann soweit sein. Ich bin dann in Luxemburg. Dann gehe ich noch mal kurz meinen Koffer da wegbringen und dann geht's weiter. So, ich bin jetzt gelandet, so kurz vom Wehr vor Luxemburg. Der Flicken hält, das Wetter war richtig schön, mal nicht so heiß, bewölkter Himmel, das hat gepasst. Hurra, mal nicht so brutal heiß.